Hier Miranda von Taiwan Foodie. Ich möchte gerne heute euch Baozi vorstellen. Habt ihr schon mal Baozi gehört? Baozi ist eine sehr beliebte chinesische Speise oder Streetfood, kann man so sagen. Und es gibt auch unterschiedliche Methoden, Baozi zuzubereiten. In Taiwan ist eine Version sehr bekannt und sehr beliebt, ist einfach in der Pfanne gebraten. Das ist meiner Meinung nach auch am einfachsten. Und ich möchte euch nicht überfordern, weil das ist schon ein kompliziertes Rezept. Man muss erstmal Teig machen und dann noch die Füllung, dann muss man noch kochen. Deswegen lassen wir mal von der einfachsten anfangen. Und allererste Sache müssen wir Teig zubereiten. Hier sind die Zutaten für den Teig. Wir brauchen ein Viertel Teelöffel Salz, ein Teelöffel Hefe, ein Esslöffel normale pflanzliche Öl, 2 Esslöffel Zucker. Und hier sind 2 Tassen Mehl, ganz normale 405 Typ. Und hier habe ich ja ungefähr 150 Milliliter Wasser. Und ich glaube, für den Mehl, das ist immer unterschiedlich genau, wie viel Wasser braucht man. Das ist eigentlich, man muss von der Hand wissen. Und ich werde erstmal wahrscheinlich 125 Milliliter mindestens brauchen. Aber bis zum 150 oder sogar mehr muss man dann geduldig nach und nach das Wasser in den Teig machen. Und dann noch zusätzlich ein bisschen separate Portion Mehl extra vorbereiten. Das ist erstmal für den Mischen nicht brauchen. Danach werden wir brauchen auf der Arbeitsplatz beim Teigrollen ein bisschen streuen. Also ich lasse erstmal 125 Milliliter Wasser rein. Und dann lasse ich mal die Hefe rein. Und dann auch Zucker, weil Hefe mag Zucker. Und ein bisschen umrühren. So, jetzt können wir Mehl reinlassen. Und dann auch Salz oben. Und jetzt können wir erstmal richtig unterrühren. Solange die sind alle quasi gut gemischt. Man sieht natürlich, es sieht so aus, dass es gibt wesentlich viel Mehl und wesentlich weniger Wasser. Aber nicht Panik sein, also das ist normal bei diesem Teig. So, einfach drücken. Und jetzt ist quasi diese Zeit, dass man merkt, ob der Teig genug Wasser oder zu wenig Wasser haben. Solange man so einfach reinquetschen, kann man so Feuchte in den Teig fühlen. Das heißt, das ist eigentlich so weit noch ganz okay, soll man weiter kneten. Und ich merke, dass, okay, wenn ich jetzt so fest drücke, dann ist weniger Wasser im Teig. Und dann denke ich, das muss man noch tick mehr Wasser reinmachen. Und jetzt muss man sehr vorsichtig sein. Also erstmal wirklich nur so Teelöffel ungefähr jede Portion reinlassen. Das sieht schon wesentlich besser aus. Gut, ich habe alle Mehl, alle schon in den Teig gebracht. Und jetzt können wir Öl reinlassen. Und jetzt lassen wir 10 Minuten den Teig ruhen, damit das nachher besser zu kneten. Mit einer Decke drauf. Okay, 10 Minuten sind rum. Lassen wir gucken. Also jetzt lässt den Teig auch sehr flexibel und sehr weich zu kneten. Und dann kann man jetzt quasi wie so ein Pizzateig, ist halt so immer eine glatte Oberfläche zu machen. Und jetzt lassen wir diesen Teig richtig aufgehen. Wir lassen das auch wieder mal 10 bis 15 Minuten ruhen. Wir haben den Teig jetzt mal zum Ruhen lassen. Wir können diese Zeit nutzen, um unsere Füllung zu vorbereiten. Wir brauchen 250 Gramm Hackfleisch, egal welche Sorte. Und dann 5 Stück so Zwiebellauch. Und hier habe ich 1 Teelöffel Zucker, halber Teelöffel Brühpulver, halber Teelöffel Salz, nur so ein bisschen 5 Gewürzepulver, ein bisschen Weißpfeffer. Und hier habe ich 1 Esslöffel Austersauce und 1 Esslöffel Reiswein oder Kornschnaps. Hier 1 Esslöffel geröstete Sesamöl. Okay, so allererste Sache lassen wir Zwiebellauch quasi vorbereiten. Nur Zwiebellauch klein hacken. Was ich gerne mache, ist halt diese grüne Teil erstmal abschneiden. So, dieser weiße Teil ist ziemlich dick. Ich werde dann vierteln.
Und jetzt werde ich dann klein hacken. Und dann auch hier diese grüne Teil auch klein hacken. Ich habe dann Zwiebellauch schon klein gehackt und jetzt werden wir dieses Hackfleisch bis zum klebrig kneten. Wir lassen einfach Hackfleisch hier rein und dann lassen wir einfach nur Salz in dem Fleisch. Und mit dem Hand oder wenn ihr nicht möchtet, dann einfach mit so einem Kochlöffel. Aber ich finde eigentlich persönlich mit dem Hand am besten. Einfach so kneten und dann bis das wirklich klebrig ist. Man sieht, dass jetzt Hackfleisch, die fallen noch auseinander. Ich werde die so kneten, bis das die nachher komplett zusammen verbinden. Man sieht das jetzt, die Veränderung. Das bleibt mehr und mehr zusammen und das ist noch nicht ausreichend. Wir möchten noch mehr klebrig machen. Ihr seht das quasi an den Schale, sieht man quasi, das klebt sogar an der Seite, diese weiße Fett. Und genau das ist die Konsistenz, das wir brauchen. Und jetzt können wir alle Zutaten reinmischen, außer Zwiebellauch und den Sesamöl. Warum kein Zwiebellauch? Weil jetzt gibt es hier salziger Geschmack und Zwiebellauch wird dann sehr schnell Wasser rauslassen und dann ist nicht so gut. Und für Sesamöl ist auch nicht so gut, weil wenn man Sesamöl schon reinmischen, dann können das Fleisch nicht mehr so gut mit dem Gewürze zusammen kombinieren. Jetzt braucht man nicht mehr so intensiv zu kneten, nur so ein bisschen zusammen mischen. Man sieht, dass jetzt ist gut zusammen kombiniert und auch sehr klebrig. Und genau hier ist dieser Stand. Und wir lassen jetzt auch Sesamöl hier rein. Und jetzt können wir den Zwiebellauch alle mischen. Und das ist natürlich, wir haben unsere Hefeteig schon gut und ruhen gelassen und jetzt können wir gleich falten, deswegen lassen wir den Zwiebellauch rein. Und auch wieder mal richtig kneten, damit das Zwiebellauch und Hackfleisch gut verteilen. Aber trotzdem, die sollen immer noch zusammenkleben. Wenn man natürlich Zwiebellauch große Portion reinlassen, dann werden die nicht so einfach zusammenzukleben. Aber ich persönlich mag diese Zwiebellauchgeschmack. Deswegen habe ich große Menge reingelassen. So, jetzt können wir hier mal in den Kühlschrank lassen, abkühlen. Dann werden Hackfleisch noch ein bisschen fester und dann ist es nachher auch besser zu füllen. So, wenn man dann diesen Teig reindrücken und das springt nicht so schnell hoch und auch sehr, sehr weich, das heißt, das ist schon gut ausgerührt und jetzt können wir quasi diesen Teig vorbereiten. Und was ihr braucht, auch noch ein bisschen extra Mehl. Das soll man auf den natürlich saubere Arbeitsfläche einfach so ein bisschen Mehl einfach drüber streuen, damit das nachher nicht so fest klebt. Aber man braucht nicht massive Menge. Und kann man so quasi wie so ein Donuts formen, damit das man besser teilen könnt. Dann macht man auf. Das ist quasi schon eine lange Rolle und dann kann man so einigermaßen rund machen, ist aber alles nicht schlimm, weil wir werden noch richtig kneten und rollen. Dann nimmt man so eine Teigschabe oder so Messer, geht auch. Ich werde diese Teig quasi 10 Portionen aufteilen. Und dann mache ich einfach Hälfte, so einigermaßen. Und dann werde ich hier nochmal jede 5 machen. Und dann quasi jetzt jede Portion lassen wir genau wie den Pizzateig machen. Einfach so drücken und dann zusammen nach unten falten. Also richtig eine glatte Oberfläche machen. Und dann einfach hier Rückseite einfach zusammenkneten. Das ist so kleine Bällchen, lassen wir einfach so. So, alle Bälle sind quasi vorbereitet. Lassen wir mal wieder Decke drauf und dann lassen wir wieder den nochmal ruhen lassen. Auch ungefähr 10 Minuten. Und dann können wir endlich mal füllen. Okay, jetzt haben wir gewartet. 10 Minuten circa und jetzt können wir endlich mal füllen.
Erstmal vom Kühlschrank einfach rausholen, diese Füllung, was wir schon vorher gemacht haben. Und allererste Sache lassen wir auch 10 Portionen so ungefähr teilen. Und jetzt können wir quasi einzeln rollen und füllen. Auch wieder mal ein bisschen Mehl auf der Arbeitsoberfläche und dann einfach so drücken, ein Ball. Und dann lassen wir, also wir wollen versuchen, das in der Mitte einfach so ein bisschen dick lassen und wir rollen eigentlich nur so quasi von zur Seite nach außen. Keine Panik, wenn das nicht perfekt rund ist, weil wenn wir nachher zusammenfüllen und zusammenquetschen, die werden immer rund. Hauptsache ist quasi hier in der Mitte dick lassen und zur Seite einfach flach lassen. Und jetzt können wir quasi füllen. Und wir lassen einfach so quasi wie eine S-Form und dann zusammenquetschen. Also was ich mache ist halt, diese Hand ist wie so ein kleines Schälchen. Und was ich hier, diese Finger nur zum Unterstützen. Und eigentlich was hauptsächlich mache, ist diese Finger. Ich mache so rein, damit das so eine S-Form ist. Und dann diese Finger wieder mal ein bisschen so hierher drücken. Und dann kann ich hier quasi festdrücken. Und wenn ich drücke, dann kann man auch hier so ein bisschen nach innen machen. Das ist quasi alles, was man hilft, quasi zusammen festzuquetschen. Und diese Daumen quasi kann man die Füllung runterpressen. Und bis zum am Ende und einfach die Öffnung auch zusammenquetschen. Und wenn das so etwas übrig gibt, dann kann man auch abziehen. Aber bei mir, das ist okay. Ich lasse einfach so. Und das ist schon ein Baozi. Wenn ihr nicht so gut, als Anfänger nicht so gut diese Dumpling machen könnt, dann ist auch ein kleiner Tipp, ist quasi so ein mini kleines Schälchen, wenn ihr zu Hause habt. Und dann einfach in der Mitte einfach so reinlassen. Und dann könnt ihr mit beiden Fingern quasi besser beschäftigen. So, jetzt habe ich alles zusammengefüllt. Jetzt können wir direkt braten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch mal die 5 Minuten lassen, damit die ein bisschen aufgehen. Aber eigentlich muss man nicht, man kann direkt braten. So, zum Braten brauchen wir ein bisschen Öl, 200 Milliliter Wasser und etwas ein halber Esslöffel Mehl und dann so ein bisschen gerösteter weißer Sesam. Und was ich mache, ist einfach den Mehl in dem Wasser einfach unterrühren und dann will nachher dann quasi rein zusammen mit dem Baozi zusammen in der Pfanne und dann mache ich Deckel zu und dann will dann quasi braten und dämpfen zusammen kochen. Erstmal mittlere Hitze, etwas Öl rein. Nur so, man muss das nicht machen, aber ich mache das gerne, einfach Öl verteilen in der ganzen Pfanne. Und dann lasse ich einfach ruhig, also diese Faltenseite nach unten. Und dann lasse ich einfach den Mehl ins Wasser und erstmal unterrühren. So, jetzt können wir einfach diese Mehlwasser rein und diese Sesam einfach auf dem Dumpling verteilen. Und wir sollen jetzt erstmal diese Mehlwasser leicht köcheln. Und deswegen habe ich jetzt die Hitze ein bisschen hoch gemacht. So, solange das Wasser kocht, dann sollen wir auch wieder mal bis zur Mittelhitze unterstellen und dann lassen wir den Deckel zu. Okay, so jetzt lassen wir Deckel zu, 15 Minuten lang braten oder dämpfen, je nachdem. Und bitte aufpassen, dass diese Hitze nicht so hoch sein, weil dann das Wasser will auf einmal weg und dann will dann verbrannt unten. Man soll sehen, dass quasi diese Wasser leicht köcheln, also wirklich nur kleine Bubbel da am Kochen. Und dann nach 15 Minuten, dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, 15 Minuten vorbei. Wir können jetzt aufmachen. Und dann jetzt können wir quasi lassen die letzte Flüssigkeit noch weg und dann können wir quasi hochheben und servieren. Ihr seht das hier, das Wasser ist schon weg. Das heißt, hier ist schon fertig und hier ist noch ein bisschen letzte
Menge von dem Wasser. Jetzt können wir servieren, aber bevor ich serviere, meine persönliche optional Zutaten ist halt noch ein bisschen Sesamöl reinmachen. Das bringt noch mehr Aroma. Und jetzt kann ich quasi servieren. Okay, jetzt haben wir endlich fertig. Das ist dann in Taiwan heißt Shui Jian Bao, quasi Wasser gebratene Baozi. Und das ist sehr bekannt in Taiwan. Und jetzt können wir endlich mal kosten. Der Teig ist sehr, sehr weich und luftig. Und die Füllung ist sehr saftig. Das kommt alle diese Flüssigkeit von der Soße und dann natürlich auch diese Zwiebellauch. Und das schmeckt wirklich überhaupt nicht fettig. Ich finde das sehr lecker. Ich hoffe, dass ihr auch probiert mal zu Hause. Nicht erschrecken von diesem ganzen komplizierten Prozess eigentlich. Das ist nicht so schwer. Ich hoffe, dass ihr macht mein Video und nicht vergessen, dass etwas Kommentar runterschreiben, damit ich weiß, wie ihr denkt. Und nicht vergessen, Daumen hoch, um meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!